Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video auf diesem Channel. Und wie besprochen werden wir uns hier einmal die Nodes angucken. Wir werden jetzt nicht auf alle Nodes eingehen, die es gibt. Und wir haben derzeit auch nur die Standardinstallation. Es gibt noch sehr viele Custom Nodes. Custom Nodes werde ich aber wahrscheinlich ein eigenes Video widmen, wo ich auch ein paar Custom Node Kollektionen vorstellen werde. Wahrscheinlich eine pro Video. Mal gucken, wie ich das aufbaue. Auf jeden Fall hier werden wir jetzt erstmal versuchen, ein bisschen Überblick in die Nodes zu bekommen. Also eine Node ist, ist so ein Ding hier. Jede Node hat ihren eigenen Verwendungszweck und da werden wir mal durchgehen. Wenn ihr euch mit den Nodes beschäftigen wollt, auf der ComfyUI GitHub-Seite, den Link poste ich nochmal unten in die Beschreibung rein. Es ist ein bisschen versteckt hier auf dieser Seite. Wenn ihr hier auf die Seite drauf geht, scrollt ein bisschen runter, da findet ihr einen Link für ComfyUI Examples. Klickt da drauf. Dann kommt ihr auf diese Seite hier. Hier habt ihr Beispiele, also Workflows von ComfyUI, die direkt von den Entwicklern vorgeschlagen werden, wie zum Beispiel Image to Image. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr könnt in ComfyUI auch Bilder direkt importieren. Also hier diese kleinen Bilder könnt ihr importieren, reinziehen. Dann baut ComfyUI euch diese Workflows nach. Aber hier kriegt ihr eine Beschreibung auch oder eine Anzeige, wie die Nodes aufgebaut sind, um das Ergebnis zu erreichen, welches ihr hier in diesen Beispielen seht. Ich gucke gerade, sind das neue Beispiele? Ich glaube, die habe ich selber noch nicht gesehen. Outpainting, interessant. Das ist leider ein kleines Problem von ComfyUI. Man kriegt nicht wirklich Patch-Notes. Es werden Updates rausgehauen und man kriegt die teilweise gar nicht so wirklich mit, wenn man das nicht verfolgt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass hier im In-Painting-Bereich auch Outpainting ist. Ich hatte Outpainting schon mal versucht, das hat bei mir noch nicht funktioniert. Da muss ich noch mal ein bisschen nachprobieren. Aber was soll's. Was ich sagen wollte ist, also hier habt ihr ein paar Beispiele schon für Aufbauten, wie ihr die Nodes aneinander rein müsst, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Und hier unten ganz versteckt gibt es einen Node Guide, Work in Progress. Und wenn man hier drauf klickt, dann kommt man hier hin. Und hier findet ihr dann eine Beschreibung der Nodes. Und zwar hier unter Core Nodes. Da seht ihr die ganzen Sektionen, durch die wir gleich auch mal ein bisschen durchklicken. Im ComfyUI selber, also nicht hier, aber hier könnt ihr aufklappen die verschiedenen Punkte und findet hier zumindest ein bisschen Beschreibung, was diese Node machen soll. Zum Beispiel hier, Load the Diffusion Model from Diffusers, den Input, den Output, wofür er gut ist, was ihr damit verbinden könnt, also welche Nodes. Sowas. Ich habe echt ein bisschen gebraucht, um das hier zu finden. Es ist etwas versteckt, allerdings habe ich es euch jetzt gesagt, deswegen solltet ihr es jetzt auch gut finden können. Hier nochmal Conditioning Combine. Da werden wir auch dran vorbeikommen mit Tipps. Naja, wie dem auch sei. So, um Nodes hinzuzufügen, könnt ihr Folgendes machen. Ihr macht einen Rechtsklick und könnt Add Node machen. Und dann seht ihr die verschiedenen Unterpunkte hier. Was ihr auch machen könnt, ist Doppelklick und dann öffnet sich dieses Fenster. Nach einem Doppelklick könnt ihr hier im linken Textbereich irgendwas eingeben und das UI schlägt euch alle Möglichkeiten vor, wo euer Stichpunkt, euer Stichwort vorhanden ist. LoRa ist zum Beispiel LoRa Loader, Checkpoint, habt ihr gerade gesehen. Steht nichts drin, werden alle Nodes, die zur Verfügung stehen, angezeigt. Das zweite Dropdown-Menü zielt auf den Input. Wenn ich jetzt zum Beispiel Clip auswähle, sehe ich alle Nodes, die als Input Clip verwenden. Clip ist ein Datentyp hier in diesem Fall. Ich sag mal Datentyp. Ja, das sind die zum Beispiel Clip Text Encode. Das ist die Node hier oben. Machen wir nochmal. Das verschwindet, wenn man den Mauszeiger wegbewegt. Ihr seht hier Clip ist der Daten-Input-Typ. Das zweite Dropdown hier ist der Daten-Output-Typ. Das heißt, wenn wir hier Clip machen, kriegen wir alle Nodes, die einen Clip als Output-Parameter haben. Zum Beispiel der Checkpoint Loader, der hier den Clip outbound hat.
Nimmt man beides, Input Clip, Output Clip, seht ihr zum Beispiel die Nodes, die beides haben. Clip Set Last Layer zum Beispiel hat Clip als Input und Clip als Output. So, löschen wir nochmal. Das sind die beiden Varianten, wie ihr Nodes hinzufügen könnt. Ansonsten gibt es noch hier beim Rechtsklicken die Möglichkeit Add Group zu wählen. Dadurch erstellt ihr so eine Group und so eine Group kann dafür verwendet werden. Zum Beispiel, wenn ihr die jetzt über diese Nodes hier zieht, dann gruppiert ihr diese Nodes und könnt mit dieser Group alle Nodes da drin bewegen. Können wir mal eine zweite hinzufügen. Nein, Add Group. So. Sortieren wir das mal ein bisschen. Ziehen das über diese Nodes und man kann getrennt voneinander Gruppierungen dann bewegen. Ihr könnt auch Edit Group machen. Ihr könnt ihr einen anderen Titel geben. Das ist zum Beispiel Title 1. Wenn wir hier Rechtsklick, Edit Group Title, Title 2 und ihr könnt dem Ganzen sogar noch andere Farben verpassen. Das hilft dann am Ende, um eine bessere Übersicht zu gewähren oder euch dann nochmal ins Gedächtnis rufen zu können, wofür war jetzt der Block, den ich gemacht habe, wofür war der, etc. Mit Edit Group Remove könnt ihr die Gruppen dann auch wieder easy und locker entfernen. So, gehen wir jetzt nochmal eben durch das Kontextmenü mit Add Node, also Rechtsklick, Rechtsklick, Add Node, gehen die Kontextmenüs hier auf und hier sind nochmal Kategorien zu finden, in denen die verschiedensten Nodes liegen. Hier sind zum Beispiel die Sampler, so einen haben wir hier. Hier sind verschiedenste Loaders, ich habe ja schon LoRa gelesen, für Checkpoints, VAEs, LoRas etc. pp. Bin noch nicht durch alle durch, habe auch noch nicht alle gebraucht, aber es ist gut zu wissen, dass ComfyUI diese Möglichkeit auch bietet, weil viele Tutorials beschäftigen sich halt nur mit Automatic 11.11 und ich habe gemerkt, dass vieles, was mit Automatic 11.11 möglich ist, ebenfalls im ComfyUI möglich ist. Deswegen finde ich es gut, hier überall mal durchzukommen. So, wo waren wir? Wir waren in Loaders, Conditioning. Conditioning bedeutet, hier ist der Bereich, wo Textprompts und sowas sich finden. Hier zum Beispiel der Clip Text Encode Prompt, das ist der hier. Den werden wir auch brauchen. Clip Set Last Layer ist auch für manche Models ganz interessant. Conditioning Average weiß ich allerdings nicht, was es macht. Könnt ihr mal draufklicken. Das ist To und From Conditioning und in welcher Stärke. Weiß ich noch nicht, was bei rauskommt. Müsste ich mal ausprobieren. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr ComfyUI updatet und es sind plötzlich ganz andere Nodes da. Und es gibt leider keine Patch-Notes, wie ich anfangs schon erwähnt habe. Also nichts, wo man jetzt wirklich mal gezielt sehen kann, was neu hinzugekommen ist. Da muss man leider immer ein bisschen vergleichen. Conditioning Combine und Concat. Hier kenne ich auch noch nicht den Unterschied. Ich habe bis jetzt Combine benutzt. Was der Unterschied da zu Concat ist, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwie in der Debug-Konsole ausgeben lassen kann. Ich habe allerdings noch keine Custom Nodes dafür installiert, zumindest hier nicht. Naja, eins nach dem anderen, ne? Nicht zu viel. Es ist viele Möglichkeiten, da müssen wir uns langsam ranpirschen. Set Area, das hatte ich nur mit anderen Custom Nodes mal ausprobiert. Hier kann man bestimmte Conditionings für bestimmte Bereiche wählen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Bild habt, das 512 x 512 Bilder groß ist wie hier, dann könnt ihr mit dem Conditioning sagen, dass bei der X-Koordinate 0 und der Y-Koordinate 0 in einer Größe von 64 x 64 Pixeln irgendwas Spezielles gerendert werden soll. Da gab es aber eine Custom Node, die das grafisch noch darstellt. Fand ich ein bisschen besser. So, und ansonsten Control-Netz, ja, wie gesagt, nach und nach. Latent, da sind wir hier im Bereich der VAEs. Decode, Encode, kommen wir durch, zwangsläufig. In Paint noch nicht wirklich probiert, beziehungsweise probiert schon. Ich fand aber, es funktionierte nicht so gut hier im ComfyUI wie im Automatic 11.11. Ich hoffe, da wird nachgerüstet oder ich habe was falsch gemacht. Das kann natürlich immer sein. Deswegen, ne, ich freue mich auf regen Austausch mit euch. Batch auch noch nicht probiert.
Für Batch habe ich auch immer das Gefühl, man braucht ein bisschen mehr Rechenleistung, deswegen habe ich da noch die Finger von gelassen. Man kann die Latent-Bilder manipulieren, rotieren, umdrehen oder croppen. Habe ich bisher nur immer schon direkt auf der Image-Ebene gemacht. VADE, Decode, Encode hatten wir schon. Empty Latent Image, das ist das hier. Upscaling kommen wir auch noch separat zu. Genau. Ebenfalls Image Upscaling kommen wir auch noch zu. Fürs Upscaling werde ich ein separates Video machen. Post-Processing, ja, gibt es auch bessere Nodes für, wobei ich nur eine verwende, die ein bisschen mehr Post-Processing macht, also Kontrast etc. pp. Ansonsten hier gibt es schon ein bisschen was, Image Sharpen und sowas. Save Image sehen wir hier. Preview Image ist das gleiche wie Save, nur dass es halt nur ein Preview macht, aber nicht saved. Load Image braucht man für Image to Image, zum Beispiel Invert, das Umdrehen. Pad Image für Outpainting habe ich schon ausprobiert, hat noch nicht funktioniert, da muss ich noch detaillierter nachforschen. Masken waren meine Versuche auch noch nicht so erfolgreich. Da stört es mich ein bisschen, dass man nicht Masken direkt im Comfy UI malen kann. Da finde ich Automatic 11.11 nach wie vor ein bisschen besser. Wobei es auch hier, glaube ich, Custom Nodes gibt, die es ermöglichen, eine Maske direkt in der Node zu malen. Ansonsten bleibt hier nur der Umweg, ein Bild zu erstellen, das Bild runterzuladen oder zu speichern, in einem Bildbearbeitungsprogramm zu öffnen, eine Maske dort zu malen und das Bild per Load Image wieder zurück hier ins Comfy UI laden. Das ist aber ein bisschen umständlich. Advanced. Hier gibt es ein paar interessante Nodes, da werden wir auch durchkommen. Deprecated Diffusers Loader, interessant. Hier gibt es noch ein paar weitere Loaders, ein paar weitere Conditionings. Ne? Wir hatten hier schon Conditionings, im Advanced-Bereich gibt es noch weitere. Fand ich interessant, als auf einmal hier Textencoder für Stable Diffusion XL aufgepoppt sind. Ich hatte einen Stable Diffusion XL Workflow mit normalen Loadern gemacht. Ich muss mir mal angucken, was der Unterschied jetzt hier genau ist. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall Model Merging, das finde ich ein ganz interessanter Punkt. Hier kann man verschiedene Models miteinander mergen, also mischen und kriegt dann dementsprechend die Ergebnisse. Bringt ganz erstaunliche Ergebnisse zustande. Werde ich wahrscheinlich auch noch in einem separaten Video behandeln. Der Bereich for Testing sollte uns eigentlich nicht so interessieren, wobei hier gibt es die VAE Encode und Decode teilt. Das ist ganz gut für größere Bilder. Ich habe allerdings Upscaling Workflows, die ich benutze, die das nicht benutzen. Ich mache das mit einem ControlNet und einem Upscaler-Model. Erziele ganz gute Resultate damit. Müsste ich mir auch nochmal separat angucken hier. Auf jeden Fall in den Utils haben wir noch ganz interessante Sachen. Eine Node, da kann man irgendwas reinschreiben. Kann man sich Stichpunkte hier machen, wenn man es braucht. Ups, falsch. Hier. Reroute ist auch ganz interessant. Reroute ist einfach nur eine Durchschleuse-Variante für gewisse Nodes. Hilft aber erstaunlich gut dabei, Übersicht bei größeren Node-Konstrukten zu erschaffen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal sage, wir wollen Load Image, wunderschönes Bild, example.jpg. So, das kann man einfach hier reinpacken. Und wenn ich jetzt hier im Hintergrund Nodes habe, na, ich mache mal nicht Save, ich will mir den Ordner nicht voll müllen, wobei ich es auch nicht laufen lasse, aber zum Beispiel Preview Image, ne, dann kann man das hier verbinden. Allerdings können wir uns jetzt beliebig viele Inputs vom Typ Bild erstellen und das hier reinziehen. Es geht natürlich auch direkt von hier, das ist auch klar. Allerdings hat diese Reroute-Funktion ziemlich gute und praktische Anwendungsfunktionen, die man dann zu schätzen weiß, wenn man dran vorbeikommt. Übrigens eine Node selektieren, entfernen, drücken und die Nodes verschwinden wieder.
Und es gibt den Primitive. Primitive ist auch sehr gut. Primitive ist sehr schön. Man sieht hier schon Connect Widget to Input. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier sagen, wie mache ich das jetzt? Ich mache einmal eben eine Kopie von unserem Sampler. Wir werden da gleich nochmal das Konstrukt, wie es hier ist, nochmal nachbauen, damit ihr mal seht, wie es verbindet. Aber für jetzt diesem Sampler. Und jetzt zeige ich euch noch was anderes. Ihr seht hier unten diese ganzen Textfelder. Das ist so ein Eingabefeld hier. Das ist die Width in dieser Node, die Height in dieser Node, Batch Size, aber auch der Seed, Control After Generate. Egal was. Ihr könnt per Rechtsklick auf diese Node, könnt ihr zum Beispiel sagen, wir möchten den Seed, also das hier, nicht in der Node drin haben, sondern wir möchten es als einen Input haben. So, das gleiche können wir auch hier machen. Convert Seed to Input. Jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir jetzt einmal diese Primitive Node verbinden mit dem Seed, haben wir einen Seed hier. Jetzt können wir hier sagen Randomize, dann wird hier immer ein neuer Seed generiert. Und der Vorteil ist, dass wir jetzt beide Sampler mit demselben Seed ansteuern können. Das heißt, wenn wir uns mal ein Bild genauer angucken möchten oder sehen möchten, wie verschiedene Models mit diesem Bild und diesen Conditionings umgehen, sagen wir einfach Fixed. Der Seed ist fest. Diesen hier. Und wir können verschiedene Sampler bedienen mit demselben Seed, ohne dass die Sampler für sich die Seeds selber wieder generieren. Und das funktioniert halt für alles hier. Wir könnten jetzt auch noch sagen, wir möchten die Steps als Input haben. Steps to Input. Steps to Input. Wir legen uns eine neue Primitive an. Sagen, das ist jetzt Steps. So. Und hiermit können wir dann beide Sampler mit derselben Anzahl von Steps füttern. Übrigens merke ich gerade auch, vielleicht sage ich es euch mal, ihr könnt es mit den Pfeilen hier hoch und runter setzen. Ihr könnt draufklicken und nach rechts oder links ziehen, um Werte zu erhöhen oder zu verringern. Oder ihr klickt rein und könnt selber Werte angeben. Ja, sehr schöne Sache eigentlich. Ich räume mal eben schnell hier auf. Das brauchen wir alles nicht. Ich mache hier Rechtsklick und sage, ich möchte Seed wieder ins Widget packen und ich möchte die Steps wieder ins Widget packen. Und dann haben wir den Ursprungszustand wiederhergestellt. Ihr könnt auch noch rechts hier auf die Note selber klicken und hier eine eigene Bezeichnung eingeben. Own Description. Ich muss ja auch an meine englischen Zuschauer denken. Ihr könnt dem Ganzen andere Farben verpassen. Ihr könnt es... Resize scheint nicht so zu funktionieren. Ihr könnt es aber collapsen, also klein machen. Mit Collapse wieder groß machen. Ihr könnt es anpinnen, die Farben. Ihr könnt noch die Ränder ändern. Ist eigentlich mehr Spielerei. Round. Und manche Custom Node Collections geben dem Ganzen auch noch andere Möglichkeiten. Aber für jetzt, hier kann man noch mal so auswählen. Properties Panel, also das, was ihr so per Rechtsklick macht, könnt ihr noch mal über Properties Panel anzeigen lassen. Und Node Name. Case Sampler. Okay, weiß ich nicht, was das macht. Gut, ich würde sagen, wir bauen uns mal eben einmal komplett dieses Model nach, damit ihr einmal einen Workflow seht. Wir löschen alles. Wir haben diese leichte blaue Umrandung hier. Weiß der Geier warum? Die triggert mich immer ein bisschen, weil meine Node-Konstrukte eigentlich immer drüber hinauslappen und dann habe ich das Problem, dann habe ich was über Ränder hinauslappendes und dann triggert es mich. Naja, ihr hättet auch hier Clear drücken können. Das macht den Workflow leer. Und jetzt fangen wir mal an. Das erste, was wir brauchen, ist ein Loader für Checkpoints. Load Checkpoint. So. Den haben wir jetzt hier. Wir haben derzeit bisher nur unser im letzten Video runtergeladenes Stable Diffusion 1.5 Model hier drin. Mehr werden noch kommen. So, dann brauchen wir
unter Conditioning die Textprompts. Wir brauchen einmal einen Prompt, wir erinnern uns, für positive Eingaben wie auch für negative Eingaben. Hier habe ich Steuerung C, Steuerung V gemacht, um es zu kopieren. Okay, diese Nodes, wir sehen, brauchen einen Clip als Eingang. Unser Load Checkpoint hat einen Clip als Ausgang, also ziehen wir die Nodes einfach hier rüber. Damit sind die schon mal verbunden. Was wir jetzt brauchen, ist der Sampler, Sampling, K-Sampler. Wir haben ja auch einen K-Sampler Advanced, der bietet noch ein paar andere Möglichkeiten. Die brauchen wir jetzt für diesen Durchlauf aber eigentlich nicht. Hier kann man zum Beispiel sagen, ich möchte 10 Steps, also 20 Steps insgesamt rendern. Er soll ab Step 10 starten, Step 0, und er soll ab Step 10 enden. Da kann ich euch gleich nochmal zeigen, was das macht. Dafür müssten wir auch hier Return with Leftover Noise. Ich schiebe den jetzt erstmal hier runter, dass er bei uns aus dem Weg ist. Dann zeige ich euch auch mal kurz den K-Sampler Advanced. Wir machen jetzt aber mit unserem Standard-Workflow hier erstmal weiter, wie wir es geplant haben. So, Conditioning. Wir haben gesagt, hier oben das wird Positive und hier unten das wird Negative. Ziehen wir das schon mal auf die entsprechenden Nodes. Der Sampler braucht ein Model, das heißt, wir können das Model von hier aus darüber ziehen. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Latent Image. Machen wir doch mal diese Suche. Latent Image. Empty Latent Image, das klingt gut. Hier haben wir wieder unsere Größenangaben. Wir lassen es wieder bei 512 x 512. Obwohl wir können auch mal in der Höhe sagen, wir möchten mal 630 haben. Der passt sich übrigens immer automatisch an. Ne? Ihr seht, 630 passte nicht. Der nächste passende Punkt 632. Passt für mich. Okay. Wenn ihr auf eine Node klickt, seht ihr übrigens die aus- und eingehenden Verbindungen in andere Nodes. Ne? Wenn ich hier auf den Textprompt sehe ich, es besteht eine Verbindung hierüber und hierüber. Wenn ich auf den Sampler drücke, seht ihr, es besteht eine Verbindung zu allen vieren. So, was wir am Ende rauskriegen, ist ein Latent. Und wir wollen hier ein Bild haben. Deswegen brauchen wir hier unter dem Bereich Latent brauchen wir ein Decode. Wir wollen das Bild aus dem latenten Raum in ein richtiges Bild wieder umwandeln. Eine VAE ist übrigens auch ein kleines neurales Netzwerk, welches Bild-N- und Dekodierungen handhabt. Es gibt verschiedene VAEs, also neurale Netzwerke, die dann auch auf bestimmte Bildkodierungen trainiert sind. Von Stable Diffusion oder von Stability AI gibt es auf jeden Fall eins, was ich euch zeigen werde noch. Das kam nachträglich noch heraus und gibt ein bisschen bessere Bildgenerierung noch. Was ich auch benutze, ist für Animes oder so, gibt es auch speziell trainierte Modelle. Da habe ich 2, die ich eigentlich benutze, mit denen ich recht zufrieden bin. So, unser VAE-Decode möchte jetzt Samples haben. Das ist ein bisschen noch ungünstig beschrieben, finde ich, weil wir hier Latent als Output haben und Samples als Input. Da kann man eigentlich mal eben kurz gucken, ob es auch Samples als Input hier gibt. Nein, gibt es nicht. Es gibt aber Latent als Input. Und hier haben wir auch die VAE-Decode. Interessant. Da denke ich, müssen die Jungs von Comfy UI noch ein bisschen nachrüsten. Aber wir sehen zumindest, dass die Farben übereinstimmen. Und zwar verbinden wir Pink mit Pink und es passt. Was die VAE-Decode Node auch noch braucht, ist natürlich ein VAE an sich. Und das können wir uns hier hinten aus dem Checkpoint rüberziehen und damit verbinden. Das heißt, die VAE-Decode Node benutzt den VAE aus dem Checkpoint. Es gibt auch einen VAE-Loader. Wir haben jetzt noch keine installiert, deswegen können wir hier nichts auswählen. Aber wenn wir jetzt VAEs schon installiert hätten, die nicht aus dem Checkpoint kommen sollen, sondern zum Beispiel wir wollen das Stable Diffusion 1.5 Model mit einer VAE benutzen, die für Anime trainiert wurde, könnten wir die hier laden und die Node hier rüberziehen und dem Dekodierer
ein anderes VAE geben. Das heißt, er würde diesen Sampler mit diesem Model benutzen, um ein Bild zu generieren im Latent Space, würde dann aber zum Dekodieren des Bildes unsere trainierte VAE benutzen und dann am Ende ein Image erzeugen. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir haben noch keine VAEs installiert, deswegen ziehen wir diese Node hier rüber. So, und zu guter Letzt wollen wir unser Image speichern. Das machen wir dann unter Image, Save Image. Und hier haben wir unsere Save Image Node, verbinden Image mit Images. Es ist noch nicht so ganz konsistent. Wenn man sich genau gedanklich damit beschäftigt, ist es noch nicht so ganz konsistent, aber schon wesentlich besser als am Anfang, das kann ich euch sagen. Und nachdem wir das alles gemacht haben, können wir eigentlich dazu hingehen. Ich bin auch so ein bisschen Ordnungsfanatiker. Sorry, da müssen wir uns wahrscheinlich im Laufe der Zeit dran gewöhnen. Wir können auf jeden Fall dazu hingehen, irgendwas zu generieren. Und was wäre denn ein guter Prompt? Versuchen wir es doch mal mit A House at the Beach. So, das ist der Positive Prompt. Negative Prompts braucht man eigentlich nicht zwangsläufig bei Stable Diffusion 1.5, aber sie helfen schon, gewisse Dinge auszuklammern. Ab 2.1 werden Negative Prompts dann allerdings mehr oder weniger zur Pflicht. Ich gehe aber auch immer hin und benutze Negative Prompts für 1.5 Varianten. Und das Beispiel vom letzten Mal hatte zum Beispiel Text Watermark. Es soll kein Text generiert werden, es soll kein Watermark auf dem Bild zu sehen sein. Und ich denke, damit können wir es mal ausprobieren. Ich musste gerade noch mal schnell eben überlegen, ob hier vielleicht ein böses Bild rauskommen kann, aber ich kann das Video schneiden am Ende. Stable Diffusion 1.5 hatte, glaube ich, noch keinen Not Safe for Work Filter. Das kam erst mit 2.1. Naja, so, wir starten einmal und gucken, ob Comfy UI uns Fehler bringt. Moment, bevor ich das mache, ihr könnt hier, wenn ihr ein Häkchen macht auf Extra Options, ich kann hier leider nicht ranzoomen gerade, könnt ihr noch sagen, wie viele Bilder generiert werden sollen. Das könnt ihr durch den Schieberegler hier durch Eingabe oder mit dem Mausrad hier reinklicken und hoch und runter. Und ihr könnt euch den Queue angucken, den ihr hier mit Queue Prompt erzeugt. Also welcher Job gerade läuft und wie viele Jobs noch im Queue anstehen. Das ist ganz praktisch, wenn so eine Bildgenerierung dann doch mal 2 Minuten oder länger dauert. Dann seht ihr in etwa, Bildgenerierung dauert 2 Minuten. Ich habe noch 5 Jobs da drin, also in 10 Minuten sind meine Bilder in etwa fertig. Gut, starten wir das Ganze mal. Das Model wird geladen. Das Model wird länger geladen. Da gingen die Prompts durch. Da wird unser Bild generiert. Und wir haben das Bild erzeugt. Was ist das denn? Das ist ein House at the Beach. Das ist korrekt. Ich gucke gerade mal ein bisschen die Bildmaße. Ja, ist jetzt noch nicht so ganz Porträt. Ich würde sagen, wir legen hier noch ein paar Dinge drauf. Also ein paar Pixel in der Höhe. Jagen nochmal eine Generierung durch. Was sich aufgefallen ist, wenn sich Nodes nicht ändern, lädt Comfy UI die auch nicht. Also es ging jetzt direkt mit dem Sampler los, weil sich hier vorne nichts geändert hat. Ne, der Checkpoint ist gleich geblieben, die Prompts sind gleich geblieben, das Latent Image ist gleich geblieben. Erst ab diesem Punkt in der Verarbeitungskette ändert sich was, und zwar wird ein neues Bild erzeugt. Deswegen steigt Comfy UI auch hier ein. A House at the Beach. Ja, das ist gewagt, aber trifft in etwa die Beschreibung. So, wir haben hier unten noch unseren Advanced Sampler. Was ich euch hier mal zeigen wollte, wir hatten ja hier eben schon eingestellt, wir möchten 20 Steps rendern, das ist das gleiche wie hier oben. Wir haben aber eingestellt, dass er ab Step 10 stoppen soll. Und um diese beiden Sampler gleichzeitig zu laufen zu lassen, oder nacheinander, aber in einem Durchlauf, verbinden wir einfach nochmal die entsprechenden Nodes. Positive mit Positive, Negative mit Negative. Wir brauchen auch hier ein Latent Image. Wir machen einmal STRG C, STRG V für einen VAE Decode. VAE, die Samples hier rein. Und jetzt kann ich euch auch gleich zeigen, wofür zum Beispiel die Reroute ganz gut ist. Ihr könntet nämlich jetzt hier sagen Add Node, Utils, Reroute. Nehmt den Input von dem VAE da oben, packt den hier rein
und könnt dann ein bisschen übersichtlicher die VAEs nochmal hier verteilen. Schieben das mal ein bisschen so rüber. So, dann kann man nämlich hier sehen, nicht, dass beide von hier hinten kommen, sondern einer schlängelt sich hier im Hintergrund durch, aber hier aus beiden Seiten kommen die VAE-Nodes ran. So, wir machen nochmal ein Save Image. Jetzt haben wir zwei Sampler hier, die dieselben Inputs haben, aber nicht denselben Output, weil dieser Sampler hier ab Step 10 stoppt. Ich mache mal Prompt. So, wir haben neue Bilder bekommen. Ihr seht, was hier unten passiert ist. Der hat bei der Bildgenerierung ab Step 10 gestoppt. Und das sorgt dafür, dass ihr die Möglichkeit hättet, dieses Bild wieder in einen weiteren Sampler zu packen, der es dann weiter bearbeitet. Aber eventuell mit einem anderen Model. Na, ihr merkt schon, die Möglichkeiten sind ziemlich groß. Ich habe das zum Beispiel benutzt, um mir ein Base-Bild zu generieren und habe dann später gesagt, also der Ursprung war, generiere mir mal eine Person. So, diese Person habe ich nur ein Stück weit gerendert und danach bin ich durch weitere Sampler gegangen und habe gesagt, okay, diese Person hat jetzt eine europäische Abstammung oder eine indische Abstammung, afrikanische Abstammung, asiatische Abstammung. Und so hatte ich dann 4 bis 5 Sampler, die alle mit dem gleichen Grundbild gearbeitet haben, allerdings den letzten Feinschliff auf andere Weise beendet haben. Und so hatte man dasselbe Bild, allerdings mit Personen unterschiedlicher Ethnien. Das war so ein Test, den ich mal gemacht hatte und fand ich ziemlich cool. Was wir jetzt allerdings, glaube ich, hier schon sehen, Moment, ich mache mal eben, er soll mal ab Step 15 stoppen und starte nochmal eben. Ja, jetzt sehen wir hier schon ein bisschen besser, wenn wir uns mal das halbfertige Bild angucken. Oder dreiviertelfertige Bild in dem Fall angucken, dass es anders ist als dieses Bild. Und hier können wir jetzt zum Beispiel, ich mache mal eben schnell ein bisschen Platz hier. So, wir schieben diese Nodes einmal hier ein bisschen rüber. Und jetzt wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo man sagen könnte, er soll den Seed in einen Input konvertieren. Wo ist der Seed? Neues Seed? Der heißt doch hier anders, ne? Der heißt hier Neues Seed und hier heißt der Seed. Ich hoffe, das funktioniert. Weil jetzt können wir hier sagen, Utils Primitive. Und wir sagen einmal ein Seed und hier auch ein Seed. Ja, ist beides Datentyp Integer, das hat er jetzt erkannt. Und wir sagen hier einmal Fixed. Und jetzt werden beide Sampler mit demselben Seed gefüttert. Das heißt, wir sollten jetzt am Ende zweimal das gleiche Bild bekommen. Ja, ihr seht, einmal fertig gerendert und einmal dreiviertel fertig gerendert. Das ist so ein Vorteil, den diese Primitive mit sich bringt. Gut. Wenn man jetzt zufrieden und fertig ist mit seinem Workflow, das zeige ich euch auch noch eben, könnt ihr auf Save drücken. Ihr könnt hier oben einen Namen eingeben. Wie soll man das mal nennen? Ich nenne es jetzt mal ganz dumm Video 2. Sag OK. Dann, je nach Browser-Einstellung, ich habe so eingestellt, dass mein Browser mir sagen soll oder fragen soll, wo ich das Ding speichern möchte. Ich mache das nämlich immer so, ich mache mir hier einen Ordner im Comfy-UI Folder. Ich weiß nicht, warum ich gerade immer Refresh drücken muss hier. Presets. Ein bisschen langsam, ich weiß auch nicht warum. Und speichere Video 2 JSON als Preset. Wenn man jetzt auf Load klickt, dann kann man sich dieses JSON auch wieder laden und die Node wird hergestellt. Können wir nochmal machen. Wir machen Clear. Ja, ich möchte den Workflow löschen. Ich mache Load. Ich sage Video 2 JSON. Wenn das passiert, wenn es nicht funktioniert, ist eigentlich ganz schön, dass es mal hier passiert, macht einmal F5, einmal im Browser Refresh und ladet es nochmal.
interessant. Ah doch, jetzt. Das ist ein bisschen langsam hier. Ja, damit könnt ihr es wieder laden. Ich glaube, ich muss mal meinen Rechner neu starten. Der nimmt mir gerade irgendwas übel, dass es im Hintergrund so langsam ist. Aber es funktioniert, wie ihr seht. Normalerweise auch schneller. Gut. Ich denke, damit haben wir einiges wieder dazugelernt heute. Und im nächsten Video muss ich mal überlegen, was ich euch dann zeige. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber mit den Basics jetzt solltet ihr zumindest in der Lage sein, ein paar weitere Schritte hier durchzuführen, ein paar Nodes zu verbinden, ein bisschen selber rumzuprobieren. Und ja, teilt mir doch einfach eure Erfolge oder Misserfolge mit. Dann können wir darüber sprechen. Also, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.